Okay. It's a bit hard to see. I'll make sure I read everything on there. So you won't miss anything. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich werde alles vorlesen, ihr werdet nichts verpassen. We're going to pick up where we left off last night. Also wir fahren dort fort, wo wir gestern aufgehört haben. With our discussion on the thought-destroying tactics of Satan. Mit unserer Diskussion über die denkzerstörenden Taktiken des Feindes. We're going to look at 10 things this afternoon that are damaging to young children's minds. Wir werden uns 10 Dinge ansehen, die zerstörend sind für das kindliche Gehirn. And our first one is a lack of physical activity. Und das erste ist ein Mangel an Bewegung. Now you may be thinking, I don't understand. Exercise and thinking, how are they connected? Ihr mögt vielleicht denken, jetzt Bewegung und Denken, wie hängt das Ganze zusammen? Actually, the research is telling us that for young children, physical activity is more important than time spent studying. Also die heutige Forschung sagt uns sogar, dass die physische Bewegung, die körperliche Bewegung wichtiger ist als das Studieren selbst. Actually more important. Also es ist wichtiger sogar, sich zu bewegen. We have a limited amount of time. Wir haben nur begrenzte Zeit an unserem Tag. Better that the child gets some physical activity than to do their schoolwork even. Es ist besser, dass das Kind Bewegung bekommt, als die Hausaufgaben zum Beispiel zu machen. Now, part of the reason for this is an area of the brain known as the cerebellum. Also Grund dafür ist ein Teil des Gehirns, nämlich das Kleinhirn. The cerebellum is a very large, important area down behind the brainstem. Das Kleinhirn ist ein sehr wichtiger Teil, ein kleiner Teil des Gehirns beim Hirnstamm. And it links with the frontal thinking levels of the frontal lobe and the thinking levels of the Und brain. es hängt zusammen mit dem Frontallappen. It helps with the ability to perform repetitive activities automatically. Also es hängt zusammen mit höherem Frontallappenniveau, das habe ich schon gesagt. Und dann, es befähigt uns, repetitive Aktivitäten automatisch durchzuführen, also immer wiederkehrende Aufgaben. With, I'm trying to remember, I have the German in front of me. I'm sorry. That's Ja, right. mit kognitiven Fähigkeiten, That's right. The learning abilities. ja, also wie wir lernen, mit der Sprache, mit der sozialen Interaktion, mit der Musik und auch Aufmerksamkeit. Has anyone used their cerebellum yet today? Hat jemand von euch schon das Kleinhirn heute gebraucht? A couple of you have. Ein paar von euch haben es schon. I hope we all have. Ich hoffe, wir haben es alle gebraucht. It's a very important area of our brain. Now, Es ist eine sehr wichtige Region in unserem Gehirn. how can we help the cerebellum to develop properly? Wie können wir dem Kleinhirn helfen, sich gut zu entwickeln? Very simply, movement. Sehr einfach, Bewegung. Movement is absolutely necessary for the Die cerebellum to Bewegung develop ist properly. unbedingt notwendig für die Entwicklung des Kleinhirns. Now, there are different kinds of movement. Es gibt verschiedene Arten von Bewegung. We find, though, that rocking, Wir finden zum Beispiel das Schaukeln. just a little baby being rocked, it helps the brain develop. Also einfach nur, wenn ein Baby schaukelt, das hilft schon, dass sich dieser Teil besser entwickelt. Crawling, Das Krabbeln, spinning, Drehen hanging upside down. und am Kopf, also Kopfstände zu machen. Have you noticed children enjoy those things? Habt ihr bemerkt, dass Kinder diese Dinge mögen oder lieben? Not so much the adults. Die Erwachsenen interessanterweise nicht so sehr. It's good for their brains, and the Lord knew it would be. Es ist gut für das Gehirn. Nach der Geburt ist körperliche Aktivität eines der Hauptmittel des Kindes, um körperlich, intellektuell und emotional zu wachsen. Deswegen sollte zu vielen Arten der Bewegung ermutigt werden. So, here we read that, again, this is from Dr. Jane Healy. Also das ist von einer Frau Dr. Jane Healy. She is an educational psychologist, one of the best in her field in the world. Sie ist eine Psychologin im Erziehungsgebiet. And she's telling us that to encourage the brain to develop properly, you need many forms of body movement. Und sie sagt uns, damit sich das Gehirn gut entwickelt, brauchen wir viel Bewegung. Now there are many forms of body movement. Also viele unterschiedliche Arten der körperlichen Bewegung. Und da gibt es viele. There's lots of different ways a child can get exercise. Es gibt sehr viele Dinge, wie ein Kind Bewegung machen kann. But there's one Aber da gibt es eine, that's better than all the rest. das besser ist als alles andere. What do you think
the best form of a whole body physical activity is for a child? Was denkt ihr ist die beste Art von Bewegung von all den Bewegungen, die ein Kind machen kann? Gehen. She said walking. Walking. Walking is definitely the best form of exercise, yes. Also gehen ist auf jeden Fall die beste Übung, die man machen kann als Kind. But for a whole body activity, Gardening. gardening. You got it. Gartenarbeit. Child guidance tells us that In Wie führe ich mein Kind lesen wir, keine praktische Ausbildung ist wertvoller als Landwirtschaft. nothing better. Es gibt nichts Besseres. Why? Warum? There's a few reasons. Es gibt einige Gründe dafür. Studies have found that children who were involved in gardening had better self-confidence, Also Studien haben gezeigt, dass Kinder, die mit Gartenarbeit sich beschäftigt haben, hatten ein höheres Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. and self-esteem. Ja, Let me clarify, these are not prideful things that are da geht es negative nicht jetzt um spirits. Stolz, sondern um ein gesundes Selbstbewusstsein. This is a sense of self-worth that God wants every child to have. Also eine Form von Selbstachtung, die jedes Kind haben sollte, Selbstwert. Children were more patient and persevering when they were gardening. Die Kinder sind geduldiger und auch ausdauernder, die Gartenarbeit That's betreiben. pretty obvious, isn't it? Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, nicht wahr? You can't push a button and get tomatoes. Du kannst keinen Knopf drücken und hast auf Knopfdruck Tomaten. You have to plant them and take care of them, and it's a lot of work. Ihr müsst sie pflanzen, ihr müsst Acht auf sie haben und es ist viel Arbeit. It teaches patience. Und man braucht dazu viel Children Geduld. had better science understanding. Die Kinder hatten ein besseres Verständnis von Wissenschaften. They got better test scores. Sie hatten bessere Resultate auf And were better Tests. learners. und sie haben generell besser gelernt als die anderen Kinder. Now, we know there are good bacteria and bad bacteria. Wir wissen, es gibt schlechte Bakterien und gute Bakterien. There's a bacteria that's been discovered recently called Mycobacterium vaccae. Und es gibt ein Bakterium, das vor kurzem eigentlich erst entdeckt worden ist und es wird Mycobacterium vaccae genannt. This is a very good bacteria. Das ist ein sehr gutes Bakterium. It's been found to reduce depression. Es ist herausgefunden worden, dass das Depression vermindert. We could stop right there. Wow. Wir könnten hier schon aufhören und sagen, oh, das ist wirklich But gut. that's not all. Aber das ist nicht alles. It also improves lung health Es verbessert die Gesundheit der Lunge and boosts the immune system. und es stärkt das Immunsystem. Fights cancer. Sogar bekämpft es Krebs, Strengthens the digestive system. stärkt das Verdauungssystem, Treats arthritis. behandelt Arthritis Improves emotional and mental health. und verbessert die emotionale und geistige Gesundheit, Lowers stress and anxiety. reduziert den Stress und die Ängstlichkeit, Reduces allergies. reduziert Allergien And can even make you smarter. und können dich sogar klüger machen. Who wants some of this? Wer mag ein paar Dinge, die hier Now aufgehen? you can't get this in the health food shop in a pill. It doesn't exist. Also ihr könnt es nicht in einem Reformhaus zum Beispiel bekommen, es gibt es nicht in einer Pille. Where do you get this? Wo bekommt ihr das? The dirt. In der Erde. It comes from the dirt in which our gardens grow. Es kommt in der Erde, wo die Garten wachsen. Now that does not mean that you need to go eat dirt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir hingehen müssen und die Erde essen sollen. We find that we can absorb this bacteria by having our hands in the soil. Aber es wurde herausgefunden, dass dieses Bakterium sogar absorbiert wird von unserem Körper, wenn wir nur die Hände in der Erde haben. Also going barefoot in the garden. Auch wenn wir barfuß gehen im Garten. And they also find that the skin of the vegetables will absorb some of this bacteria. Und interessanterweise auch die Haut des Gemüse absorbiert ein bisschen dieser Bakterien. So if you are growing without chemicals Also wenn ihr etwas pflanzt und ihr es nicht chemisch behandelt and your vegetables are clean und, sorry, what is it? and the vegetables are clean, und das Gemüse ist sauber, then you can just eat them right out of the dann könnt garden. ihr es gleich vom Garten essen, müsst ihr es nicht vorwaschen. Point number 2, overstimulation. Zweiter Punkt, Überreizung. Overstimulation can take many different forms, Überreizung kann viele Ausmaße annehmen, but the basic definition is overwhelming the mind with too much input. aber eine grundlegende Definition ist einfach, den Verstand mit zu viel Input oder zu viel zu überladen, mit zu viel Informationen zu überladen. Now, let me give a couple examples. Lasst mich euch ein paar Beispiele geben. Too many toys. Zu viele Spielzeuge. Having a lot of toys, actually they did a study and they found that the more toys a child had, Also sie haben eine Studie gemacht, desto mehr Spielzeuge ein Kind hatte,
the more bored they were. Desto gelangweilter waren diese Kinder. And you think, wait, they have more toys. Why are they more bored? Und jetzt möchte ich fragen, wie kann das sein? Sie haben ja mehr Spielzeuge, wieso können sie mehr gelangweilt sein? Well, that's because they don't have to focus on one thing for a longer period of time. Das ist, weil sie nicht länger an einer bestimmten Sache sich fokussieren müssen. They just go one thing. When they get tired of one toy, they go to another one, and on to another one. Sie spielen mit einer Sache, wenn sie davon genug haben, gehen sie zur nächsten und so weiter und so fort. That is one form of overstimulation. Das ist eine Art von Überreizung. Too much in the schedule. Einen zu vollen Kalender sozusagen. And we see this very common in childhood now. Und das ist heutzutage sehr häufig in der Kindheit. You have school, and then afterwards there's homework. Ihr habt Schule und danach habt ihr Hausübung. And then there's the music lessons. Dann habt ihr die And Musikschule, sports. dann den Sport, And the work. And dann on die and on. Arbeit They, und so fort. We're overwhelming the mind with too much input. Und das ist auch Überreizung für das Kind. Too much school also. Zu viel Schule, genauso. What happens is we put too much input on the mind. Was hier passiert ist, man gibt dem Verstand zu viel Informationen And soon it feels that it cannot process it all. und sehr bald merkt man, dass das alles dann nicht verarbeitet werden kann. And so we start to see symptoms in a child. Und so entstehen dann auch Symptome oder sieht man Symptome wie zum Beispiel Stress. Stress is one of them. A danger response where the child actually feels afraid. Eine Gefahrenreaktion, also das Kind hat Angst, unbegründete Angst. Overactivity, Überaktivität, frustration, frustriert sein, irritability. also Gereiztheit. I'm sure we've all seen children who get frustrated and irritable very easily. Ihr habt sicher schon Kinder gesehen, die sehr schnell frustriert und gereizt sind. That is a very good indicator of an overstimulated lifestyle. Das ist ein sehr guter Indikator für einen zu überladenen Lebensstil. And superficial thinking, Und ein oberflächliches Denken entsteht. because we're not allowing the child a time to dig deeply into one thing. Weil wir nicht dem Kind erlauben, dass es sich Zeit nimmt, mit einer Sache sich tief zu beschäftigen. Die Glocke wird läuten, während Sie gerade brennend über das Solarsystem lernen, um Ihnen zu sagen, dass es Zeit ist zu lernen, wie man Sätze richtig zergliedert. Ein Kind lernt, dass kein Thema wirklich Bedeutung hat oder interessant ist. Deswegen lernt es, auch nicht an etwas interessiert zu sein, das dann wirklich Bedeutung hat. Can you relate to this? Könnt ihr euch das vorstellen? Yeah, you have to stop learning this and now you have to go learn something else. That's what school does. Also du musst jetzt aufhören, die eine Sache zu lernen und musst jetzt von einem Moment auf den anderen die andere Sache lernen. And we're not teaching children to really care about something. Und wir lernen ihnen eigentlich damit nicht, dass sie sich wirklich mit einer Sache tiefer beschäftigen. Children need a chance to explore the world around them. Kinder brauchen die Gelegenheit, die Welt um sich herum zu erkunden. One example I read about one time of a little child. Ein Beispiel, über das ich mal gelesen habe, über ein kleines Kind. He was playing with these blocks. I don't know what you call them, like wooden blocks. Ja, er hat mit so Blöcken gespielt, Spielblöcken. And he stacked 8 of them up into a tower. Und er hat daraus einen Turm mit 8 Blöcken gemacht. And then he counted them. 1, 2, 3, Und dann hat er sie gezählt, all the way up to 8. bis zur, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then he started at the top and counted down. 1, 2, Dann hat er von der Spitze runtergezählt, auch wieder bis 8. Then he knocked it over. Dann hat er es And umgeschmissen. he lined them up in a row. Dann hat er sie in eine Linie. And he counted them again. Dann hat er sie wieder gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then he started at this end, counted the other way. Dann hat er von dem Ende wieder zurück zum Beginn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, And 2. then he was done. He ran off. Dann war er fertig, dann ist er weg. But he had just mastered an abstract mathematical idea. Aber er hat eigentlich gerade ein abstraktes mathematisches Konzept And he learned it much better from real life than he would have out of a textbook. gelernt. Und er hat es viel leichter gelernt als von einem Schulbuch. So we need to be very aware of the everyday learning opportunities that Also come. wir sollten wirklich sehr viel beachten, die Gelegenheiten, die sich uns im Alltag bieten, damit das Kind lernen kann. What's the alternative to overstimulation? Was ist die Alternative zu dieser Überreizung? It's a quiet and simple lifestyle. Es ist ein ruhiger und einfacher Lebensstil. This is a benefit of living in the country. Das ist ein großer Vorteil, wenn man am Land lebt. Je ruhiger und einfacher das Leben des Kindes abläuft, je freier von künstlichen Erregungen und dafür mehr in Harmonie mit der Natur,
umso günstiger wirkt sich das auf die körperliche und geistige Kraft und geistlichen Fähigkeiten aus. In harmony with nature. Also in Harmonie mit der Natur. Point number 3, too much study. Dritter Punkt, zu viel Studium. The young people like it when I talk about this one. Die jungen Menschen lieben es, wenn ich über diese Themen spreche. I knew I had too much study. Dann sagen sie, ich wusste es doch, ich habe zu viel zu No, studieren. study is a good thing, Also studieren ist eine gute Sache. but we can have too much of a good thing. Aber man kann doch von einer guten Sache zu viel haben. In fact, too much study has been linked to superficial learning, Also zu viel Studium steht im Zusammenhang zu einem oberflächlichen Lernen, to a feeling of helplessness, auch zu einem Gefühl der Hilflosigkeit, To- Überforderung, burnout, where a child is just done with school, ja, ein Burnout, dass das Kind gar nicht mehr packt die Schule, some illnesses, Krankheiten sogar and manchmal even learning disabilities und auch Lernschwächen oder Lernschwächen. connected to too much study. Die sind alle verbunden mit einem zu hohen Now, Studium. maybe you say, well, Zu viel Studium. what's too much? Was ist jetzt zu viel, fragt ihr euch Well, vielleicht. according to the research and the spirit of prophecy, Also wenn man sich da die Forschung anschaut und den Geist der Weissagung, we should divide the time. sollte man die Zeit teilen. So if there's 4 hours of study, we should be getting 4 hours of physical activity also. Also wenn man zum Beispiel 4 Stunden etwas studieren muss, sollte man sich auch 4 Stunden körperlich betätigen. Point number 4, tests. Vierter Punkt, Tests. Is testing really good for learning? Sind Tests wirklich gut, um zu lernen? Not really. Nicht wirklich. Let me give you a little parable. Lasst mich euch ein kleines Gleichnis geben. It's about a school for the animals. Es geht um eine Schule der Tiere, also eine Tierschule. So here are the animals. Hier sind die Tiere, Here's the examiner. hier ist der Prüfer And he says, for a fair selection, und er sagt, also um es fair zu selektieren, everybody has to take the same exam. muss jeder den gleichen Test machen. Please climb that tree. Also bitte erklimmt diesen Baum. Now, which animal is going to succeed? Welches Tier wird hier gewinnen oder erfolgreich sein? The monkey? Yeah, the monkey, of course. Der Affe. Which one will fail? Welcher wird? Fish. Most of the others, especially the fish. The story goes that once upon a time the animals decided they needed to do something about the problems of the new world. Also eines Tages haben die Tiere beschlossen, sie müssten etwas tun gegen die Probleme dieser modernen Welt. So they organized a school. Also haben sie eine Schule organisiert. They adopted a curriculum that had 4 subjects. Sie haben einen Lehrplan erstellt, der 4 Inhalte besagt. They had running, Sie hatten das Laufen, climbing, das Klettern, swimming, Schwimmen and flying. und Fliegen. Sounds like a good animal school, right? Klingt wie eine gute Tierschule, richtig? Well, to make it easier to administer the curriculum, all the animals took all the subjects. Also um es to make it easier. Ja, und um es zu erleichtern, all die Tiere mussten quasi diese Fächer belegen. They were all very motivated. Sie waren alle sehr motiviert. They all tried very hard because they wanted to get good grades. Sie haben alle sehr stark versucht, weil sie wollten gute Noten haben. So the duck, he was very good at swimming and flying. Und so kam die Ente und sie war sehr gut im Schwimmen und im Fliegen. He was better than his instructor even. Besser als der Lehrer sogar. But not in running and climbing. Aber nicht im Laufen und im Klettern. He had to stay after school and practice running. Und er musste nach der Schule noch And da soon, bleiben, nachsitzen und das Rennen trainieren. soon his webbed feet were worn from running. Und bald ihre Schwimmhäute genau waren überreizt vom vielen Laufen. Now he was only average in swimming, Also dann war er auch nur noch durchschnittlich im Schwimmen. but average was okay in school. Aber durchschnittlich in der Schule ist ja auch okay. At the start of the year, a squirrel, he was first in his class in climbing and running. Und dann kam das Eichhörnchen, das war super im Laufen und im Klettern. And even in flying, he was second only to the duck. Und auch im Fliegen war es gleich hinter der Ente. But how do you think he was flying? Aber wie ist er geflogen, was denkt He ihr? got pretty frustrated in the flying class. Er war sehr frustriert in der Because Klasse über das Fliegen. his teacher wanted him to start from the ground and fly to the top of the tree. Weil der Lehrer wollte, dass er vom Boden auf die Spitze des Baumes He fliegt. wanted to start from the top of the tree and fly down. Aber er wollte von der Spitze des Baumes zum Boden fliegen. Now, to make matters even worse, the squirrel constantly squirmed and chattered in class. Und um das um das Gute noch To make matters worse. okay.
Und um die Sache noch zu verschlimmern, he was squirming and chattering in class, chattering like talking a lot. war er viel am Sprechen im Unterricht. So he had difficulty paying attention. Also er hatte Schwierigkeiten, aufmerksam zu sein. And he was diagnosed with a learning disorder. Und dann wurde er diagnostiziert mit einer Lernstörung. He had to be placed in remedial classes, like classes to help the disabled students. Okay, also da musste er besondere Stunden besuchen für Kinder, für Tiere mit besonderen Bedürfnissen sozusagen. And had to be medicated in order to continue his schoolwork. Dann musste er auch Medikamente, ja, musste auch Medikamente nehmen. The rabbit, der Hase, he was top of the class in running, er war der oberste Klasse im Laufen, but not swimming. aber nicht im Schwimmen. The fox was very good at running. Der Fuchs war sehr gut im Laufen. He did well in his climbing class and his swimming class. Er hat auch sehr gut, hat auch sehr gut abgeschnitten beim Klettern und beim Schwimmen. But flying, Aber beim Fliegen he became very frustrated at his inability to get good grades in flying. war er sehr frustriert, dass er da keine guten Ergebnisse erzielen konnte. He developed anger issues and started assaulting his classmates. Er ist sehr zornig geworden und hat begonnen, seine Klassenkameraden zu beleidigen und so. He once tried to eat the duck. Hat sogar einmal versucht, die Ente zu essen. His behavior was so disruptive, he was expelled from school. Und sein Verhalten war so unakzeptabel, dass er von der Klasse rausgeworfen wurde. He got in with a very rough crowd. Okay. Crowd. Also er kam dann mit einem wilden Rudel in Kontakt And eventually wound up in a center for animal delinquents. und ist dann letztendlich in ein Tierheim gekommen. The eagle was a problem child. Also der Adler, das war ein Problemkind. He was disciplined severely. Er wurde sehr stark diszipliniert, Because in the climbing class, he beat everyone else to the top of the tree. weil in der Kletterklasse hat er alle geschlagen, auf die Spitze des Baumes zu kommen. But he insisted on using his own way to get there. Aber er hat immer darauf bestanden, auf seinen eigenen Weg darauf zu kommen. Obviously, that was flying and not climbing. Natürlich war das Fliegen und nicht das Klettern. The elephant, meanwhile, developed low self-esteem Also der Elefant, der hat Minderwertigkeitskomplexe bekommen, because he couldn't do well in any of the subjects. weil er in keinem der Fächer richtig gut war. His therapist persuaded him to try a different school, Sein Therapeut hat ihn überredet, eine andere Schule zu besuchen. a school that had subjects like lifting and carrying. Eine Schule, die so Fächer hatte, wie zum Beispiel etwas zu tragen oder hochzuheben. The elephant was disappointed. Aber der Elefant war frustriert oder His enttäuscht. careers in lifting and carrying were not as prestigious as the careers in climbing and swimming and flying and running. Weil die Karriere im Stemmen sozusagen und im Tragen waren nicht so gut angesehen wie im Laufen, im Klettern und im Schwimmen. But he did manage to make a decent living and support his family. Aber er konnte so seinen Unterhalt verdienen und seine Familie ernähren. At the end of the year, there was an abnormal eel. Am Ende des Jahres war ein abnormaler Aal. He could swim very well Er konnte sehr, sehr gut schwimmen. and run and climb and fly just a little bit. Und er konnte rennen und klettern und fliegen. Also sehr wenig, aber So he had the highest average and was class valedictorian. also hatte er den höchsten Durchschnitt. And what's that? It's like kind of the best student, yeah. And he was the best. Er war der beste Student, beste Schüler. The prairie dogs, those are animals that live on the ground. Erdmännchen. Erdmännchen, ja. Das Erdmännchen They stayed out of school hat die Schule sozusagen geschwänzt and fought the taxes und hat auch die Steuern überzogen, because the administration would not add digging and burrowing to the curriculum. weil die Schulleitung nicht das Löchergraben zum Lehrplan hinzugefügt hat. They apprenticed their children to a badger. Apprenticed? That's like a student goes and works with someone who's more skilled than they are. Okay. A badger, that's another animal that digs on the ground. Okay. Also hat man es zu einem anderen Tier gebracht, das auch Gruben gräbt. And later joined up with other digging and burrowing animals. Und auch später waren noch andere Tiere, die
Löcher graben und unter der Erde And they legen. started a very successful private school. Und sie haben eine sehr erfolgreiche Privatschule gegründet. No, I know, it's just a funny story. Ich weiß, das ist einfach nur eine lustige Geschichte. But can you see the serious side of it? Aber könnt ihr die Ernsthaftigkeit dahinter sehen? I mean, how crazy is it Ich meine, wie verrückt ist es eigentlich, to take the animals, who God has made every one of them different, die Tiere zu nehmen, wovon Gott jedes eigen gemacht hat, and try to put them through a program where they all have to learn and get tested the same way? und man steckt sie in Schulen, wo sie alle dasselbe lernen müssen. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. And God has made every child different. Und Gott hat jedes Kind verschieden gemacht. Am I right? Richtig? Are there any parents with identical children here? Gibt es hier Eltern mit genau gleichen Kindern? They're all very different. Die sind alle sehr And verschieden. that was not an accident by Das God. ist kein Unfall von He Gott. values diversity. Er schätzt die Verschiedenartigkeit. And there's a reason for that. Und da gibt es einen Grund He dafür. has a specific purpose for every child in his work. Er hat einen speziellen Grund für jedes Kind in seiner Arbeit. And it's crazy and it's wrong for us Und es ist verrückt und es ist falsch für uns, to put children through a system where they must learn and be tested in exactly the same way and have to be like everyone else. wenn wir Kinder in ein System stecken, wo sie alle das Gleiche lernen und sein müssen wie alle anderen. Dr. David Elkind, Ein Doktor namens David Elkind, he is a specialist in child development. ein Spezialist in Kinderentwicklung, He says education is reforming. sagt, Erziehung ist oder Bildung ist reformierend. What does the reform mean? Was bedeutet es zu reformieren? It means more hours, Es bedeutet mehr Stunden, more homework, mehr Hausübung, more testing, mehr Tests, more of everything that is creating the problem. mehr von allem, was die Probleme schafft. It's a classic case of the cure being worse than the disease. Das ist ein klassischer Fall, wo die Heilung oder das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit. It's a really good point he makes here. Also das ist ein sehr guter Punkt, den er hier macht. All the things that we are bringing into education to help the students do better and make education better, All die Punkte, die wir einbringen in die Erziehung, damit die Kinder bessere Erziehung erhalten, with more in die tests, Bildung, also mit mehr Tests, more study, mit mehr also mehr Lernen. he's saying, no, those are the things that cause the problem in the first place. Er sagt, gerade diese Dinge verursachen die Probleme zuallererst. But what's the connection to thinking? Aber was ist hier die Verbindung zum Denken? Under these circumstances, Unter diesen Umständen children discover very quickly that passing tests entdecken die Kinder sehr schnell, dass das Absolvieren von Tests rather than meaningful learning anstelle des Lernens eigentlich, is what school is all about. dass das letztendlich das ist, worum es in der Schule geht. Also dass man die Tests gut besteht und es geht nicht so sehr um das bedeutungsvolle Lernen. I think back to my time in university. Wenn ich zurück an meine Universität denke, I love learning. ich habe es geliebt zu lernen. Anything I could discover and study about, I really enjoyed it. Also alles, was ich entdecken konnte, ich habe es wirklich genossen, das zu lernen. But I quickly learned that that would not work in university. Aber ich habe sehr schnell gesehen, dass das nicht funktioniert in der Universität. I learned that I had to study the night before, Ich habe gelernt, oder ich habe entdeckt, dass ich die Nacht vor take the test the next morning, dem Test studieren musste, dann den Test am nächsten Morgen durchführen and an hour later forget everything I wrote down on that test. und eine Stunde später alles vergessen musste, was ich beim Test hingeschrieben Am I habe, was ich correct? gelernt habe. Ist es so? Yes, I'm not the only one, I'm sure. We're teaching children, though, through this environment, that taking the test, that's what's most important. Aber wir lernen den Kindern durch dieses Umfeld, dass das, was wirklich zählt, ist dann letztendlich den Test zu bestehen, Not learning. nicht zu lernen. And part of the problem, of course, is there's no time. Und natürlich das andere Problem ist, dass da keine Zeit ist. Dr. Carla Hannaford here, she explains there's no time or space to develop the deep understanding of concepts. Dr. Carla Hannaford schreibt hier, es ist keine Zeit und kein Raum, ein tiefes Verständnis von Konzepten zu entwickeln, zu verstehen. To test out new ideas. Um neue Ideen zu testen. To develop deductive reasoning skills. Um Reasoning
cause to effect. Also von Ursache zur Wirkung zu schließen, das wird alles They don't have time for that. You just have to take the test. keine Zeit dafür. Man muss einfach nur den Test machen. Furthermore, she explains that the memorizing necessary for these tests is a process that does not require entire brain use. Außerdem sagt sie hier, das Gedächtnis oder das Merken des gelernten Inhaltes für den Test ist ein linearer Prozess und dieser benötigt nicht das ganze Gehirn. Also nur quasi eine kleine Region wird dafür benötigt, für diese Art des Lernens. In short, rote memory does not require thinking. Rote memory. Just memorization. Also nur etwas sich auswendig zu lernen, ist not Does not require thinking. Also braucht gar kein Denken sogar. Also nur etwas auswendig zu lernen, braucht kein Denken. Maybe it'd be good if I explained what is rote memory. Rote Also memory was ist dieses Auswendiglernen? it's memorization without really deep understanding. Also es ist auswendig lernen, ohne ein richtiges Verständnis für die Sache zu haben. And we can do the same with the Bible memorization. Wir können dasselbe mit der Bibel machen. You know, we just memorize the words but don't understand it. Wenn wir nur die Wörter oder Verse auswendig lernen, aber nicht die Tiefe darin verstehen, We need to be careful that we remember things because we understand them. wir müssen vorsichtig sein, dass wir die Dinge uns im Gedächtnis haben, weil wir sie verstehen. Now you may wonder, well, why do the schools keep all this testing if it's not helping the children learn? Da fragt man sich, warum haben die Schulen dann all diese Tests, wenn es den Kindern nicht hilft zu lernen? Doris Fromberg, who is Director of Early Childhood Teacher Education at Hofstra University, Doris Fromberg, ein Direktor für frühkindliche Lehrer. she says there's no evidence that tests make a difference in learning. Sie sagt, es gibt da keinen Beweis, dass Tests einen Unterschied im Lernen machen. So who's benefiting? Also wer hat dann den Benefit quasi von den ganzen The Tests? children are not benefiting. Die Kinder haben keinen Benefit, keinen Vorteil davon. She says large corporations and publishing companies. Und sie sagt, den Vorteil haben die großen Firmen und die Publishing, die Verlaghäuser. There's a lot of money in the industry. Also da gibt es sehr viel Geld auch in dieser Industrie. That's why they keep doing it. Und deswegen machen sie diese Tests immer noch. Point number 5, poor health and nutrition. 5. Punkt, eine schwache Gesundheit und schlechte Ernährung. We could spend a lot of time on this, but we don't have that time. Wir könnten hier sehr viel Zeit verbringen, aber wir haben diese Zeit leider We nicht. know that what a child eats has a very strong impact upon their developing mind. Also wir wissen, dass es sehr wichtig ist, was das Kind isst. Das hat einen ganz großen Effekt auf das Denken des Kindes. They did a study on 1 million students in New York, Es wurde eine Studie gemacht mit 1 Million Studenten in New York. and they had some of the students that ate lunches without artificial additives. Und sie hatten da eine Gruppe von Studenten, die ihr Mittagessen gegessen haben, ohne künstliche Zusätze und ohne also Geschmacksverstärker und auch die haltbar machen. Those students did 14% better on IQ tests. Diese Studenten waren 14% besser bei IQ-Tests. Also, We know that sugar damages the development of a young child's mind with the myelination wir process. wissen, dass Zucker den Verstand des Kindes sehr schadet. We know that green leafy vegetables are very important for specific areas of the brain, specifically the Wir hippocampus. wissen, dass das grüne Gemüse sehr wichtig ist für die Entwicklung des Gehirns des Kindes. Satan knows that. Und Satan weiß das. So he's creating as bad of a diet as possible. Und Because he knows it will damage the er body. kreiert so eine schlechte Ernährung wie nur möglich, weil er weiß, dass das Gehirn der Kinder zerstört. Point number 6, 6. Punkt. age segregation. Division. Yes, division. Yeah. Also eine Trennung im Alter der Kinder. Now this is a pretty new idea that we have, Also das ist eine sehr neue Idee, die man hat heutzutage. where we tend to assume that the best environment for children is spending their lives with other children who are the same age as they are. Also man denkt, dass es für das Kind, für die Entwicklung am besten ist, wenn es so viel Zeit wie möglich mit Gleichaltrigen verbringt. But this is a new idea. Aber das ist eine neue Idee. The placement of children in separate classes with others of the same age is a fairly recent phenomenon. Also das Zusammengeben von Kindern in separierten Klassen
die alle dann dasselbe Alter haben, ist ein ziemlich neues Phänomen. Age segregation did not occur in full force Diese Alterstrennung kam nicht in volle Wirkung sozusagen, until the advent of compulsory education laws brought a large influx of children to the public school system. bis das verpflichtende, diese verpflichtende, wie sagt man, Schulpflicht, genau. Bis die Schulpflicht kam, okay. Also bis die Schulpflicht quasi viele Kinder in die Schule brachten. Yeah. So basically, you have compulsory education, Also wir haben jetzt Schulpflicht and so now there are millions of children that are coming into the school und jetzt system, kommen Millionen von Kindern, die ins Schulsystem kommen and you have to organize them somehow. und man muss sie irgendwie organisieren. Now, what is a logical way to organize Also children? was ist dann eine logische Art und Weise, wie man Kinder organisiert? By age, right? Also in Altergruppen. It makes sense. I understand why they've done it, Es macht schon sehr viel Sinn, ich verstehe, warum man das but it's getan hat. not necessarily a good thing. Aber es ist nicht unbedingt das Beste, was man tun kann. And here's one of the problems. Und hier ist eins der Probleme. This is according to the Journal of Social Issues. Never in history until the 20th century have young people been largely separated from the ongoing and productive activities of society. Also niemals zuvor in der Geschichte bis zum 20. Jahrhundert hat man junge Leute so getrennt von den produktiven Aktivitäten der Gesellschaft. In other words, we're separating children from real life. Also in Wirklichkeit, sagt man in anderen Worten, man trennt die Kinder von der Wirklichkeit. This is from Dan Greenberg. He actually started a school that has mixed ages learning together. Also hier schreibt Dan Greenberg, er hat so eine gemischte Schule, wo verschiedene Alter zusammen in einer Klasse sitzen. And he says, does such division take place naturally anywhere? Und er stellt hier die Frage, findet so eine Trennung auf eine natürliche Art und Weise statt? Do all 21-year-olds work separately from the 20-year-olds or the 23-year-olds? Also arbeiten zum Beispiel alle 21-Jährigen getrennt von den 20-Jährigen und 22-Jährigen? In business, are there separate rooms for 30-year-old executives and 31-year-old executives? Jetzt im Geschäftsleben gibt es da diese Trennung? Of course not. It's not real life. We live our lives Natürlich nicht, das ist nicht das wahre Leben. with other people who are different ages. Wir leben unser Leben mit Leuten verschiedenen Alters. And Dan Greenberg says, is anything more socially damaging than segregating children by year for 14 or often 18 years? Gibt es etwas, was mehr das Soziale schädigt als die Trennung der Kinder durch ihr Alter, im Alter von 14 bis auch oft 18 Jahren? And notice he says it's socially damaging. Und, Entschuldigung, also 14 bis 18 Jahre lang das zu trennen. What is the number one argument given for why children need to spend their lives with other children the same age? Was ist der Nummer 1 Grund, warum man diese Trennung macht? What's the number one argument given? Was ist das Nummer 1 Argument? Soziale Kompetenz. Yeah, social competence. Man sagt soziale Kompetenz. And Dan Greenberg is saying, no, it's not helping them socially, it's hurting them socially. Und dieser Dr. Greenberg sagt, das hilft ihnen nicht mit der sozialen Kompetenz, sondern es verschlechtert es. Let me talk about this a little more. Lasst mich noch ein bisschen darüber sprechen. There was a famous psychologist, Lev Vygotsky, Da war ein berühmter Psychologe, Lev Vygotsky, and he developed a concept that we know is very true in early childhood. und er hat ein Konzept entwickelt, das sehr wichtig ist in der frühkindlichen Erziehung. It's known as a zone of proximal development. Und es wird genannt eine Zone der proximalen Entwicklung. And he defined it was tasks that a child could accomplish only with some assistance and support. Und er hat es definiert als Vorgänge, die ein Kind vollbringen kann, aber nur mit Unterstützung. Ja, nur mit Unterstützung. And he said that most learning takes place within this zone. Und er sagt, das meiste Lernen findet statt innerhalb dieser Zone. He said that children develop
mainly by attempting tasks they can accomplish only in collaboration or working together with a more competent individual. Okay. Also er hat hier herausgefunden, dass Kinder primär ihre Aufgaben erfüllen können, nur wenn sie zusammenarbeiten mit jemandem, der mehr kompetent ist als sie. Let's use a simple example. Lasst uns ein einfaches Beispiel anschauen. Have you ever seen a couple of 3-year-old children Habt ihr schon mal ein paar dreijährige Kinder gesehen? playing a game of catch with a ball, throwing a ball back and forth? Also zwei Kinder, dreijährige Kinder, sie spielen Ball zuwerfen. 3-year-olds. 3 Jahre alt. You're not thinking. Ihr denkt nicht. Have you seen a couple of 3-year-olds playing a game of catch with a ball? Habt ihr schon einmal Dreijährige gesehen, die sich gegenseitig den Ball zuwerfen? Yeah, you think so? Okay. How long did the game last? Wie lange hat das Spiel gedauert? Not very long, right? Nicht lange. Maybe one throw. Vielleicht. Most 3-year-olds, when they go to throw a ball, they end up throwing it like this. Wenn ein Dreijähriger einen Ball wirft, dann wirft er eher zurück als nach vorne. They're not coordinated enough to play this game. Sie haben nicht diese Koordination, um dieses Spiel zu spielen. Suppose, though, we have a 3-year-old Aber nehmen wir nun an, wir haben einen Dreijährigen and a 10-year-old. und einen Zehnjährigen. Is the game of catch now possible? Ist dann dieses Ballspielen möglich? Yeah, certainly. Jetzt ist es möglich. That 10-year-old can throw the ball carefully into the arms of the 3-year-old. Der Zehnjährige kann den Ball jetzt sicher in die Arme des Dreijährigen werfen. When the 3-year-old makes some crazy throw, the 10-year-old runs and catches it. Und wenn der Dreijährige jetzt irgendwie einen komischen Wurf macht, kann der Zehnjährige laufen und den Ball fangen. And so this game of ball was within this zone of proximal development. Und so war dieses Ballspiel in dieser Zone der proximalen Entwicklung. Because it was a task that this 3-year-old could accomplish only with the help of a more competent individual. Weil diese Aufgabe von dem Dreijährigen nur gelöst werden konnte mit jemandem, der mehr kompetent war. So they actually find that children growing up in an age-mixed environment are better with academics. Also man hat herausgefunden, dass ein Kind, das zusammen ist mit verschiedenen Altern, ist besser in akademischen Lehrgängen. They have a better sense of self-worth. Sie haben einen größeren Selbstwert. Because they realize that they're not just a number and a bunch of other children just like them. Weil sie erkennen, dass sie nicht nur eine Nummer sind in einer Summe von Gleichaltrigen. They're unique individuals. Sie sind einzigartige Individuen. And they actually find better socialization skills. Und sie sind auch besser im sozialen Umgang. Dr. Larry Shires has done extensive research on socialization. Und da gibt es einen Dr. Larry Shivers, der hat hier auch wieder geforscht. He says the results seem to show Und er sagt hier, die Ergebnisse scheinen zu zeigen, that a child's social development depends more on adult contact dass dass die soziale Entwicklung eines Kindes mehr davon abhängt, and less on contact with other children Kontakt mit einem Erwachsenen zu haben, als Kontakt zu haben mit einem anderen Kind, as we used to think. als wir das gewohnt sind zu denken. He's saying, like, this whole idea that children have to spend their lives with other children for proper socialization is a myth, he says. Also er sagt, diese ganze Idee, dass Kinder mit anderen Kindern zusammen sein sollen, um sich gut zu entwickeln, sagt er, das ist ein Mythos. It's not true. They actually need contact with other adults. Und das ist nicht wahr. Es ist eigentlich im Gegenteil so, dass sie mehr Kontakt zu anderen Erwachsenen brauchen. And really this is a very logical thing. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das ein sehr logisches Ding, eine logische Sache. Are we training children to stay children or to become adults? Lehren wir die Kinder zu bleiben oder einmal erwachsen zu werden? Do we want them to stay children? Wollt ihr, dass sie Kinder bleiben? No, sometimes, yeah. We want them to become a meaningful adult in society. Nein, wir wollen eigentlich, dass sie ein erwachsener, reifer Teil der Gesellschaft sind. I was talking with a friend of mine recently, who's an educator. Ich habe einmal mit einem Freund gesprochen, der auch ein Erzieher ist, ein Lehrer ist. And we're talking about this, and he said, look, we're trying to prepare children to become an adult. Und ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, you said it. He said. Und er hat gesagt, schau, wir versuchen Kinder zu erziehen, eines Tages erwachsen zu sein. And then he said something. He said, children don't learn how to be adults
from other children. Und dann hat er etwas gesagt, nämlich Kinder lernen nicht, erwachsen zu sein von anderen Kindern. They learn from adults. Sie lernen von Erwachsenen. And I said, yeah, you're right. Und er sagte, ja, das If we want to prepare a child to be an adult, wenn wir Kinder darauf vorbereiten wollen, eines Tages erwachsen zu sein, they need to spend some time with adults. dann müssen sie Zeit verbringen mit Erwachsenen. Not that there's anything wrong with children playing with other children, Nicht, dass da etwas falsch wäre, wenn Kinder mit Kindern spielen. but if we're looking at developing social skills, Aber wenn man jetzt schaut, soziale Kompetenzen zu entwickeln, they need a wide range of dann ages. brauchen sie eine verschiedene Variation im Alter. And of course we see this in God's original educational plan. Und natürlich sehen wir das auch in Gottes originalen Erziehungsplan. What was the original unit of education? Was war die originale Einheit der Erziehung? Did God provide a school for Cain and Abel? Hat Gott eine Schule gegründet für Kain und Abel? No, his original plan was in the family. Nein, sein originaler Plan, oder sein ursprünglicher Plan war in der Familie. And the family is age integrated. There are many ages. Und die Familie besteht aus verschiedenen altrigen Personen. That's God's original plan. Das ist Gottes ursprünglicher Plan. Point number 7. Television and electronics. Also Fernsehen und Elektronik. Now we're going to skip this one right now Wir werden das jetzt überspringen, because tonight we're going to look much more in depth at this topic. weil wir dieses Thema heute sehr tief uns anschauen werden am Nachmittag, also So. am Abend eigentlich. I'll take us to tactic number 8. Also springen wir zum Punkt Nummer 8. An education that focuses just on the mind. Eine Erziehung, die hauptsächlich auf den Verstand abzielt. Eine Ausbildung, die in der Hauptsache aus Büchern erlangt ist, führt zu oberflächlichem Denken. Praktische Arbeit dagegen bringt genaue Beobachtung und einen unabhängigen Geist mit sich. Is anything wrong with an education for books? Ist irgendetwas falsch, wenn wir unsere Erziehung aus Büchern erhalten? No, of course, books are good. Natürlich nicht, Bücher sind gut. But if that's the main source of Aber education, wenn das die Hauptsache der Bildung ist, it will lead to superficial thinking. dann führt es zu oberflächlichem Denken. There are 3 areas of education, we're told. Es gibt drei Bereiche der Erziehung. There's physical, Es gibt körperliche, mental, geistige and spiritual. und geistliche. And if we're just focusing on mental, we're actually going to damage whole brain thinking. Und wenn wir nur uns auf die geistige konzentrieren, dann schaden wir unserem Denken. Have any of you broken an arm or a leg? Hat sich schon mal jemand einen Arm oder ein Bein gebrochen? Yeah, okay. So, when maybe several weeks went by while it was healing, Es hat wahrscheinlich Wochen gedauert, bis es verheilt war. when you started walking again with your broken leg, Und als ihr wieder begonnen habt zu gehen mit dem gebrochenen Fuß, was it as strong as your other leg? war der Fuß so stark wie euer anderer Fuß? No, of course not. It was much weaker. Natürlich nicht, der war viel schwächer. And you couldn't walk. Und ihr Because konntet gar nicht gehen, richtig. I mentioned last night that I was in an accident and broke my leg. Ich habe gestern darüber gesprochen, wie ich in einen Unfall verwickelt war und mein Bein gebrochen habe. I went 10 months without walking. Und ich konnte 10 Monate nicht gehen. Now my surgeon one day, he said, okay, you can start walking on it. Und mein Chirurg hat einmal gesagt, du kannst jetzt anfangen zu gehen. Did I just jump up and take off running? Ist er dann aufgesprungen und ist gleich losgelaufen? No, of course not. Natürlich nicht. I couldn't even hold any weight with my leg. Er konnte fast gar kein Gewicht halten mit I seinem had to Fuß. slowly build the muscle Er back musste up. langsam den Muskel wieder aufbauen. So I could not do walking because one part was not strong enough. Also ich konnte nicht gehen, weil ein Teil nicht stark genug war. It's the same thing with the brain. Das ist genau dasselbe mit dem Gehirn. If we just strengthen the book learning, Wenn wir nur das Bücherlernen sozusagen stärken, but we leave out the practical skills and the spiritual aber wir training, lassen das Geistliche und das Praktische weg, then we will lose the ability to use our whole brain in thinking dann abilities. werden wir die Fähigkeit verlieren, unser ganzes Gehirn zu gebrauchen. Point number 9, a lack of training to think. 9. Punkt, ein Mangel des Trainings zu denken. There are 3 ways in which we can help teach children to think. Es gibt 3 Wege, wie wir unseren Kindern helfen können zu denken. I'm sure there are many more. 3. Ich bin mir sicher, es gibt mehr, aber auf 3 gehe ich jetzt ein. One is to allow them to figure things out for themselves. Das erste ist, Kindern zu erlauben, Sachen selbst herauszufinden. Now, I don't mean by themselves.
Ich meine jetzt nicht auf sich alleine gestellt, also das hier. You can still be there with them, of course. Ihr könnt natürlich mit ihnen sein, But allow them to discover and to figure it out and try different things. aber erlaubt ihnen, dass sie selbst Sachen ausprobieren. You'll teach them to reason from cause to effect as they do this. Wenn ihr das tut, dann helft ihr ihnen, von Ursache auf Wirkung zu schließen. We can also allow them to learn by exploration. Wir können sie auch dabei unterstützen, wenn wir ihnen helfen, dass sie lernen durch Entdeckung. And allow them to make some minor mistakes. Und auch, wenn wir erlauben, dass sie ein paar kleine Fehler machen dabei. You know, when they trip and fall or they drop something and it lands on their toe, Wenn sie jetzt irgendwas fallen lassen und es landet dann auf ihre Zehe oder sie stolpern, they learn that there are consequences to their actions in the physical life. dann lernen sie, dass es Konsequenzen gibt für ihre Handlungen im physischen Leben. And they begin learning a very important concept known as cause to effect reasoning. Und sie lernen dieses wichtige Konzept, nämlich von Ursache auf Wirkung zu schließen. And that is very important for good thinking skills. Und das ist sehr wichtig für gute Denkfähigkeit. Tactic number 10. Taktik Nummer 10. This one causes an inability to think formally. Diese Taktik bringt eine Unfähigkeit, formal zu denken. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Basically, Yeah. to think correctly. Also, okay, es ist eine Unfähigkeit, richtig zu denken eigentlich. Causes a disorganization of the brain. Eine Unordnung im Gehirn. Causes something known as learned helplessness. Auch verursacht es etwas, was bekannt ist unter gelernter Hilflosigkeit. Learning disabilities. Lernstörungen, Eye problems. Augenprobleme, School burnout. Schulburnout, School dropout. Rauswurf von Schulen oder A lack of spirituality. Mangel an Geistlichkeit. A cause of our young people leaving the church. Und das ist ein großer Grund, warum die jungen Leute heute die Gemeinde verlassen. What is this master tactic? Was ist diese Taktik? Well, let's take a break. Lasst uns eine Pause machen. Before we do though, I want to mention one other quick point. Aber bevor wir das tun, lasst mich noch einen Punkt erwähnen. We read that the position of a parent is one of the most responsible on earth. Wir lesen, dass die Position der Eltern eines der wichtigsten Verantwortungen auf der Erde ist. And that the future of the rising generation is in the hands of parents. Und dass die Zukunft der kommenden Generation in den Händen der Eltern liegt. As we're discussing these tactics, it's really easy to start pointing fingers. Und während wir jetzt diese Taktiken diskutieren oder lernen, ist es sehr leicht, auf andere zu zeigen. We say, look how bad society's getting. Und wir sagen, schaut, wie schlecht die Gesellschaft geworden Look ist. how bad the school system's getting. Schaut, wie schlecht das Schulsystem geworden ist. But we don't have control over society or the school system. Aber wir haben keine Kontrolle über die Gesellschaft oder über das Schulsystem. We have control over our families. Aber wir haben die Kontrolle über unsere Familien. And so it's up to us to recognize Satan's attacks Und so liegt es an uns, Satans Attacken wahrzunehmen and to do what we can to prevent that from happening in our families. und das zu tun, was wir können, um zu vermeiden, diese Taktiken des Feindes zu vermeiden. Never before was there so much at stake. Hier lesen wir, noch nie stand so viel auf dem Spiel. Never were the results so mighty depending upon a generation as upon these now coming upon the stage of action. Noch nie hing so viel von einem Geschlecht ab, wie von denen, die jetzt auf der Bildfläche erscheinen. The Lord needs a generation to finish the work. Gott braucht eine Generation, die die Arbeit, die das Werk vollenden A wird. thinking generation. Eine denkende Generation. And He has placed it in the hands of parents Und er hat es in die Hände der Eltern gelegt, to work with Him dass sie zusammen mit Gott arbeiten, in raising this generation. damit sie diese Generation erziehen. So let's take a break and then we'll get into tactic number 10. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir uns die 10. Taktik an.